Hallo, ich habe mir angeguckt, was und wen ich 2019 gelesen habe und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Das heißt, es werden viele Zahlen kommen. Ich werde nicht über einzelne Bücher und nicht über einzelne Autorinnen sprechen. Und damit gleich zu der ersten Zahl. Ich habe laut meiner Tabelle 2019 69 Bücher gelesen. Laut Goodreads waren es 72. Ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist. Ist mir so ein bisschen egal. Bei allen folgenden Zahlen werde ich mich jetzt immer auf die Gesamtzahl von 69 Büchern beziehen. Ähm, Es kann aber sein, dass wenn ihr die Zahlen zusammenzählt, andere Zahlen herauskommen, weil einfach das alles Kategorien sind, wo Doppelnennungen möglich sind. Das heißt, ein Buch kann in zwei Kategorien quasi auftauchen. Damit zum ersten Bereich, den ich mir angeguckt habe, und zwar das Genre. Die meisten Bücher, die ich gelesen habe, waren Jugendbücher, und zwar 30 Stück. Danach kamen 20 Bücher, wo der Hauptkern oder die Hauptgeschichte so eine romantische Liebesgeschichte war. Ich habe mir 17 Non-Fiction-Bücher durchgelesen, davon waren 15 autobiografische Bücher. Das waren so die größten Kategorien von Büchern. Ich bin mit diesen Zahlen recht zufrieden und glaube, dass ich das so 2020 ungefähr so ähnlich machen werde. Zwei Dinge im Bereich Genre würde ich gerne nächstes Jahr ändern. Und zwar zum einen habe ich dieses Jahr 4 Klassiker gelesen und alle diese Klassiker haben mir sehr gut gefallen. Deswegen versuche ich alle 2 Monate mindestens einen Klassiker zu lesen, also zu versuchen 2020 6 Klassiker zu lesen. Und ähnlich ist das im Bereich Poetry, Spoken Word Büchern. Da habe ich dieses Jahr 3 Stück gelesen, was mehr als bisher war, aber auch die Bücher haben mir eigentlich alle gefallen. Deswegen versuche ich da vielleicht so 5 bis 6 Bücher zu lesen, weil es einfach ein Genre ist, mit dem ich mich gar nicht so auskenne, aber ich glaube, dass es da einiges zu entdecken gibt, was mir gefallen wird. Damit zu den Positionierungen der Autorin. Ich habe 2019 30 männliche, 39 weibliche und 4 Non-Binary AutorInnen gelesen. Da würde ich 2020 gerne das Verhältnis ein bisschen zugunsten von Non-Binary verändern. Ich habe 2019 34 schwarze, 21 weiße, 10 muslimische und 3 jüdische Autorinnen gelesen. Und es gab noch einzelne AutorInnen, die jeweils nur alleine waren mit ihrer Identität quasi. Und das waren 8 Stück. Mit diesen Zahlen bin ich vollkommen zufrieden und ich hoffe einfach, dass sich das 2020 auch so ähnlich verteilen wird. Dann habe ich mir angeguckt, wo die AutorInnen leben oder sich hauptsächlich aufhalten. Auch das können 2 verschiedene Orte sein, in einfach nur 3 groben Kategorien. Die erste Kategorie, wo die meisten AutorInnen herkommen, sind die USA. Das sind 47 AutorInnen bei mir gewesen. Dann kommen 13 aus Europa und 13 aus anderen Ländern. Ja, mit diesem Verhältnis, das hat mich schon etwas überrascht. Ich weiß, dass ich immer viel aus den USA lese, aber dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Und das würde ich jetzt 2020 auch gerne verändern, dass es nicht mehr ganz so viele sind. Noch eindeutigere Zahlen kommen jetzt. Und zwar habe ich 65 CIS-AutorInnen gelesen, 5 Trans-AutorInnen und keine einzige Autorin. Dass ich keine Bücher von Interpersonen gelesen habe, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Irgendwie enttäuscht es mich, weil ich es mir am Anfang des Jahres vorgenommen hatte. Aber diesen Vorsatz habe ich im Laufe des Jahres vergessen und habe einfach nicht danach gesucht. Und dann passiert das halt auch nicht einfach. Auch enttäuscht bin ich davon, dass ich nur 5 Transpersonen von denen Bücher gelesen habe und das überrascht mich auch ein bisschen, weil danach habe ich schon ständig und regelmäßig gesucht. Genau, und dann sind es jetzt nur die Hälfte von dem, was ich letztes Jahr gelesen habe. Das möchte ich 2020 auf jeden Fall wieder ändern. Und damit zu den Themen, um die es in den Büchern ging. Die 2 Hauptthemen waren Rassismus, in 47 Büchern ging es darum, und Sexismus, in 41 Büchern ging es darum. Dabei kann ich jetzt für dieses Jahr das nur so allgemein sagen. Für 2020 habe ich die Tabelle etwas verändert, sodass es jetzt 2 Kategorien dafür gibt. Also zum einen wurden in diesem Buch die Normen aufgezeigt und kritisiert dabei und zum anderen wurde mit diesen Normen eigentlich gebrochen und etwas anderes Positives daraus gemacht. Unterschiedliche Unterhaltungen haben mich darauf gebracht, dass das einfach sehr unterschiedliche Arten und Weisen sind, daran heranzugehen und ich versuche halt ein bisschen davon wegzukommen,
bei Diskriminierung, von denen ich nicht betroffen bin, immer nur so eine Leidensgeschichte zu suchen, sondern auch was Positives. Und da will ich gucken, wie ich das 2020 umsetzen kann. Auf jeden Fall auch inspiriert von Jerry von Onyx Pages und ihrem Wunsch nach Cypherbüchern, die eine positive Zukunft für schwarze Personen zeigen. Eine inhaltliche Kategorie, die ich leider 2019 auch wieder sehr aus den Augen verloren hatte, die ich 2018 ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte, war Behinderung. Ich habe tatsächlich nur 2 Bücher gelesen, in denen es Menschen gab, die körperliche Behinderung hatten. Und genau, Depressionen und so war ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich. Und das würde ich gerne 2020 wieder ändern, dass es wieder mehr wird und ich mehr Bücher, in denen Behinderung und Ableismus halt kritisch thematisiert werden, lesen kann. Als letztes habe ich kurz geguckt, wie viele Videos ich bei YouTube hochgeladen habe und das waren 37 Stück. Das ist weniger, als ich mir vorgenommen hatte. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber ich wollte eigentlich jede Woche ein Video machen. Besonders zum Ende des Jahres hin sind es sehr viel weniger geworden. Jetzt für 2020 nehme ich mir auch nicht mehr vor, jede Woche ein Video zu machen. Das ist einfach sehr viel Arbeit. Es geht fast so ein guter halber Tag geht auf jeden Fall für ein Video drauf mit Übersetzungen und Untertiteln und all sowas. Und dafür brauche ich auch manchmal einfach eine Pause, weil irgendwie andere Dinge anstehen. Aber ich könnte mir vorstellen, oder ich habe mir jetzt vorgenommen, 45 Videos nächstes Jahr oder dieses Jahr halt zu machen. Mal gucken, ob das gelingt. Es stehen nämlich vielleicht noch ein, zwei große Veränderungen dieses Jahr an und ich weiß nicht, inwieweit die dann noch meine Zeitressource einschränken oder so. Genau, deswegen erstmal so wie es jetzt ist gerade, könnte ich mir gut vorstellen, so ungefähr 45 Videos im Jahr zu machen. Da möchte ich auf jeden Fall immer einen Lesemonat machen, weil es mir auch selber hilft, nochmal zu gucken, was ich den Monat gelesen habe. Und ich würde auch gerne noch mehr üben, über einzelne Bücher ein bisschen mehr im Detail zu sprechen. Also mehr so einzelne Buchreviews zu machen. Ich war ja die letzten Monate ein bisschen unzufrieden mit meinem Leseverhalten, aber im Ganzen jetzt, als ich mir alles nochmal angeguckt habe, habe ich doch echt einige richtig gute Bücher gelesen. Und so im Groben will ich das auf jeden Fall so ähnlich machen wie letztes Jahr, dass ich weiterhin diese Themenschwerpunkte habe und ein bisschen, genau, manche Sachen habe ich erreicht, manche Sachen habe ich nicht erreicht, aber dass sich das immer so ein bisschen einpendelt, weil ich ja jetzt nicht schon einen Plan fürs ganze Jahr gemacht habe, sondern einfach auch so ein bisschen so ein Stimmungsleser bin. Also ich muss immer gucken, dass ich das Buch zur richtigen Stimmung lese, sonst gefällt es mir halt einfach nicht. Und wenn ihr mir für 2020 schon mal helfen wollt, könnt ihr mir gerne Bücher von TransautorInnen empfehlen und Bücher, in denen Ableismus kritisch thematisiert wird. Ich habe vor, noch ein Video zu machen, in dem ich über meine Lieblingsbücher aus 2019 reden werde. Das hier war also der zahlenlastige erste Teil von meinem Jahresrückblick. Und der bücherfeiernde zweite Teil kommt sehr bald. Bis dahin, tschüss.